So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt zu einem neuen Tutorial in Sachen Epoxidharz. Ja, das wird heute mal ein etwas umfangreicheres Video und mein Anspruch an dieses Video ist, dass ihr danach sofort mit der Arbeit mit Epoxidharz loslegen könnt und ja, dass eben alle Fragen von euch beantwortet werden. So, werden wir mal schauen, ob mir das gelingt. Los geht's wie immer gleich nach dem Intro. So Leute, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an und klären zunächst einmal die Frage, was es überhaupt für verschiedene Epoxidharze gibt. Ja, wie gesagt, grundsätzlich gibt es viele Hersteller von Epoxidharzen, aber die Harze lassen sich so grob in 3 Kategorien einteilen. Die erste Kategorie wäre mal das hochviskose Harz. Das wäre zum Beispiel hier das Honey Resin. Das wird eigentlich immer verwendet, wenn irgendwelche Oberflächen beschichtet werden sollen. Das Harz an sich ist ziemlich zähflüssig und dafür dann optimal geeignet. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier mal zum Beispiel eine verbrannte Holzoberfläche beschichtet. Ja, und die Oberfläche, die zeichnet sich dann eben dadurch aus, dass sie ziemlich belastbar ist, UV-beständig und hochglänzend. Ja, dann als nächste Kategorie gibt es natürlich auch noch die niedrigviskosen Harze. Die hätten wir dann hier. Niedrigviskos bedeutet, dass es ziemlich fließfähig ist, also ziemlich flüssig. Und diese Harze werden immer dann verwendet, wenn das Harz in das Material eindringen soll, also zum Beispiel in Holz, oder wenn verschiedene Schichten in verschiedenen Höhen gegossen werden sollen. Ja, das niedrigviskose Harz teilt sich dann nochmal auf in Kategorien mit verschiedenen Gießhöhen. Da hätten wir zum Beispiel einmal hier Harz, was eine maximale Gießhöhe von 10 cm hat, dann hier 5 cm, 2 cm und 1 cm. Ja, das sind so die Unterscheidungen. Zur Gießhöhe kommen wir später nochmal. Das ist eigentlich grob gesagt die Höhe, die man auf einmal gießen kann. Ja, und dann gibt es natürlich noch die UV-Harze, aber die werden relativ selten verwendet. Die kommen zum Beispiel bei der Schmuckherstellung zum Einsatz. Das ist ein Epoxidharz, was mit UV-Licht bestrahlt wird und dann innerhalb von kürzester Zeit, also ein paar Sekunden, dann wirklich komplett aushärtet. Ja, das wäre jetzt mal so die Einteilung, wie man die Epoxidharze einteilen kann. So, dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Das ist ein sehr wichtiges Thema, nämlich der Arbeitsschutz, also die Sicherheitshinweise im Umgang mit Epoxidharz. Da gibt es jetzt nicht besonders viel, aber die paar Hinweise, die es gibt, also die ich euch jetzt sage, die solltet ihr auf jeden Fall auch beachten und ja, im eigenen Interesse für die eigene Gesundheit. Wenn ihr mit Epoxidharz arbeitet, solltet ihr zunächst schauen, dass der Raum, in dem ihr arbeitet, dass der gut belüftet ist. Weil wenn ihr mit Epoxidharz arbeitet, ist genauso wie mit Lack arbeitet, da entstehen Dämpfe und die sind nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit, wenn man die einatmet. Ja, beim Schleifen und beim Anmischen und bei der Verarbeitung von Epoxidharz trage ich zusätzlich immer noch hier eine Atemschutzmaske und dann kann nichts passieren, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann, wenn ihr mit Epoxidharz arbeitet, solltet ihr natürlich lange Kleidung tragen, um Hautkontakt zu vermeiden und zusätzlich noch Handschuhe. Ja, das sind Einweghandschuhe, aber da sind auch nicht alle geeignet. Also die geeigneten Handschuhe, das sind aus Butyl oder Nitril, weil andere Handschuhe, die können eben angegriffen werden und ja, dann kann das Harz eben das Latex ersetzen. Und wenn ihr die richtigen Handschuhe verwendet, dann kann das den Handschuhen nichts anhaben. Ja, wenn ihr jetzt irgendwelche Spritzer auf der Haut habt, das ist jetzt auch nicht unbedingt, sagen wir mal, lebensgefährlich. Ja. Das solltet ihr ziemlich schnell mit viel Wasser entfernen und was passieren kann, ist, dass es halt eine allergische Reaktion gibt. Wie gesagt, sofort entfernen und dann ist es in der Regel auch kein Problem. Wenn ihr jetzt größere Mengen anmischt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr hier eine Schutzbrille tragt, weil ihr kennt es alle, wenn ihr irgendwelche Farbe oder irgendwelchen Lack mit dem Handrührer anrührt, dann gibt es ganz schnell Spritzer und wenn die ins Auge gelangen, das ist auch nicht gesund fürs Auge. Wenn das passieren sollte, das Auge sofort mit viel Wasser auswaschen und zum Arzt gehen. Aber am besten eine Schutzbrille gleich tragen, dann kann sowas von vornherein gar nicht passieren. So, das war es eigentlich schon in Sachen Sicherheitshinweise. Ihr habt gesehen, es ist nicht viel, aber das, was ich euch gesagt habe, haltet es bitte ein, dann seid ihr auf der sicheren Seite und dann kann auch nichts passieren. So, dann kommen wir auch gleich vom theoretischen zum praktischen Teil. Wenn ihr jetzt irgendwas aus Epoxidharz gießen wollt, dann braucht ihr natürlich eine geeignete Gießform. Bei den Gießformen gibt es 2 Varianten, entweder eine fertige gekaufte Form oder ihr baut euch die Form selber. Ja, bei den gekauften Formen, die sind meistens hier so, wie ihr sehen könnt, aus Silikon. Die kann man immer wieder verwenden. Gibt es in verschiedensten Formen, hier auch als zum Beispiel Pyramidenform oder hier Stiftehalter. Wie gesagt, da gibt es zig unterschiedliche Varianten zu kaufen. Da wird das Harz dann einfach reingefüllt und dann kann man es ganz einfach wieder ausschalen.
Ja, wenn ihr jetzt irgendwelche eigenen Ideen habt, die ihr umsetzen wollt, wo es jetzt vielleicht keine fertige Form gibt, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sich die Formen selber zu bauen. Und was da zu beachten ist, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Wenn ihr euch dann entschieden habt, dass ihr die Gießform selber baut, könnt ihr eigentlich jede Holzplatte verwenden. Ich verwende hier immer so beschichtete Spanplatten aus dem Baumarkt. Die sind zum einen günstig und zum anderen ist die Oberfläche schon extrem glatt. Ja, ihr könnt theoretisch auch Acrylglas oder andere Materialien verwenden, da müsst ihr nur ein wenig kreativ sein. Also mit Acrylglas kann man auch ziemlich gute Formen herstellen. So, das Wichtigste beim Bau von der Gießform ist eigentlich, dass die Form dann wasserdicht ist, also dass kein Harz auslaufen kann. Ich bringe dazu meistens an der Außenseite noch eine Silikonfuge an, sodass es dann wirklich hundertprozentig dicht ist. Also wie gesagt, legt da wirklich großen Wert drauf, dass die Form dicht ist. Mir ist es schon mal passiert, mir sind schon mal fast 1 Liter an Epoxidharz ausgelaufen. Es war eine extrem klebrige Angelegenheit, das Ganze wieder zu entfernen, und das braucht man kein zweites Mal. Wenn es einmal passiert, sage ich euch, passiert es euch nie mehr. Ja, wie gesagt, da reichen schon kleinste Löcher in der Form. Insbesondere das niedrigviskose Harz, das ist so flüssig wie Wasser, das läuft euch aus, und im Nachhinein habt ihr dann kaum noch eine Möglichkeit, die Löcher auszubessern. Also wie gesagt, darauf achten, dann habt ihr keine Probleme. Ja, die Form, also die Innenseite, muss dann natürlich auch noch entsprechend beschichtet werden, sodass das Harz nicht an dem Holz haften bleiben kann. Da kann man zum einen mal hier so spezielle Klebebänder für die Epoxidharzverarbeitung verwenden. Die sind allerdings ja, nicht ganz günstig, sage ich mal. Da tut es auch ganz normales Paketklebeband, das verwende ich immer, und damit funktioniert es eigentlich ganz genauso, als kleiner Tipp. Ja, man kann natürlich auch noch so Trennmittelsprays auf Wachsbasis verwenden. Die werden hauchdünn aufgesprüht, die Überstände abgenommen, aufpoliert, und dann bildet es eben auch eine Trennschicht, sodass das Harz nicht haften bleiben kann. Ich mache es meistens so, dass ich es abklebe und dann letztendlich noch eine dünne Schicht von dem Spray auftrage, und dann bin ich auf der hundertprozentig sicheren Seite. Dann kann nichts passieren. So, dann haben wir den Schalungsbau eigentlich auch schon abgeschlossen, und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ja, jetzt geht es dann nämlich darum, wie man das Harz dann vorbereitet und was mit Vorbereitungen vor dem Gießen treffen muss. So, bevor ihr dann natürlich mit dem Anmischen beginnen könnt, braucht ihr natürlich erstmal das richtige Harz für euer Vorhaben. Und da haben wir ja vorhin schon gesagt, dass es da in den meisten Fällen auf die Gießhöhe ankommt. Ja, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr einen Block gießen wollt, der 20 cm lang ist, 5 cm breit und 10 cm hoch. Dann braucht ihr hier ein Gießharz mit einer maximalen Gießhöhe von 10 cm, wenn ihr es in einem Guss durchführen wollt. Also die Maße, die Länge und die Breite, die sind hier vollkommen unrelevant, es kommt nur auf die Höhe an. Ihr könnt hier natürlich auch in 5 Schichten mit jeweils 2 cm gießen oder in 2 Schichten mit jeweils 5 cm, das ist ganz egal. Also auch niedriger geht immer, aber bloß nicht die maximale Gießhöhe überschreiten, weil sonst kann es dazu führen, dass das Harz aufkocht, extrem hart wird, und dann könnt ihr das Ergebnis von vornherein gleich in die Tonne klopfen. Ja, wie gesagt, schaut immer auf die Gießhöhe, dass die passt, und dann werdet ihr auch keine Probleme mit Hitze haben. Ja, die Angaben zur Gießhöhe, die findet ihr entweder auf dem Harz an sich oder auf dem Herstellerdatenblatt. Und ja, mehr gibt es in Sachen Gießhöhe nicht zu sagen. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt zeige ich euch mal, was ihr zum Anmischen braucht und was es beim Anmischen zu beachten gibt. Zum Mischen habe ich hier jetzt mal schon mal alles vorbereitet, was man so braucht. Zum einen würde ich euch empfehlen, dass ihr eine Unterlage verwendet. Wenn ihr öfter mit Epoxidharz arbeitet, würde ich hier so eine aus Silikon verwenden. Ja, beim Mischen geht eigentlich immer was daneben, und solche Silikonmatten kann man einfach immer wieder verwenden, weil man das Harz danach einfach wieder entfernen kann. Dann braucht ihr natürlich auch noch ein Mischgefäß. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder verschiedene Varianten, entweder mit Skala oder hier aus Silikon. Ich bin jetzt kein so ein Freund von den Silikonbecher, die kann man zwar mehrfach verwenden, weil man sie wieder sauber machen kann, aber es bleiben immer kleine Rückstände zurück, die dann beim nächsten Mal wieder im Harz sind. Ich verwende hier lieber solche Einweg-Trinkbecher, ja, die sind aus Kunststoff, die verwendet man einmal und dann beim nächsten Mal nimmt man einen neuen. So, zum Mischen selbst verwendet man dann hier solche Mischstäbe, entweder aus Holz, die gibt es hier in verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Größen, gibt es auch aus Kunststoff, und das sind eigentlich auch Einwegmaterialien.
Zum Mischen von dem Harz verwende ich eine Feinwaage, das ist eine Küchenfeinwaage. Ja, da braucht er auf jeden Fall eine Waage, die ziemlich genau misst, weil das Mischungsverhältnis, zu dem wir jetzt dann gleich kommen werden, das muss genau stimmen. Ja, und mehr braucht er eigentlich nicht zum Anmischen. So, wenn ihr dann soweit alles vorbereitet habt, dann können wir auch schon zum Gießen kommen. Da gibt es auch ein paar Kleinigkeiten, die es zu beachten gibt, und damit machen wir jetzt weiter. Bei der Verarbeitung von Epoxidharz muss die Raumtemperatur passen, also die soll so bei 20 bis 22 Grad liegen. Ich sage mal, das ist jetzt so die ganz normale Raumwohlfühltemperatur und die ist in dem Fall optimal. Grundsätzlich gilt, dass bei Epoxidharz bei höheren Temperaturen die Tropfzeit verkürzt wird, also das bedeutet, die Verarbeitungszeit wird kürzer, und bei niedrigeren Temperaturen wird die Tropfzeit verlängert. Im Optimalfall solltet ihr natürlich schauen, dass während dem gesamten Bearbeitungsprozess, also während dem Anmischen, während dem Gießen und während dem Aushärten, die Temperatur konstant ist, weil dann erreicht ihr optimale Ergebnisse. Dann kommen wir auch schon zum Harz. Das Epoxidharz besteht immer aus zwei Komponenten, nämlich einmal aus einem Harz und aus einem Härter. Die werden immer in verschiedenen Gebinden verkauft, weil sobald ihr die beiden Komponenten miteinander vermischt, härtet das Harz aus. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es zum einen mal optisch zum Beispiel getrennt. Hier ist es das Harz schwarz und der Härter rot, aber ihr seht es auch immer an der Gebindegröße, also das Größere ist immer das Harz und das Kleine der Härter. Ja, und außerdem steht es auch drauf, also das kann man eigentlich nicht verwechseln. Dann beim Anmischen ist ganz wichtig zu beachten das angegebene Mischungsverhältnis. Das beträgt zum Beispiel beim Honey Resin 2:1. Das bedeutet, dass 2 Teile Harz mit einem Teil Härter miteinander verwischt werden, und da geht es eben nach Gewicht. Ja, beim Epoxyblast 100P ist es genau das gleiche Mischungsverhältnis, aber es gibt eben auch andere Harze, wo andere Mischungsverhältnisse benötigt werden, und das steht eigentlich auch immer entweder im Produktdatenblatt oder eben auf dem Härter mit drauf. Müsst ihr einfach mal schauen. Aber wie gesagt, da solltet ihr wirklich peinlich darauf achten, dass das Mischungsverhältnis auch eingehalten wird. Deswegen verwende ich hier zum Beispiel immer eine Küchenfeinwaage, weil wenn der Unterschied zwischen, also das Verhältnis zwischen Harz und Härter nicht optimal passt, dann härtet das nicht komplett aus oder ihr habt anderweitige Probleme. Auf jeden Fall, das Mischungsverhältnis muss komplett, also muss optimal stimmen. Das ist wichtig. Ja, was gibt es noch zu beachten? Wenn ihr die Gebinde aufmacht, dann solltet ihr die zeitnah wieder verschließen, weil insbesondere der Härter zum Beispiel mit der also mit dem Sauerstoff in der Umgebungsluft reagiert, und wenn ihr den zu lang offen stehen lasst, dann kann es sein, dass ihr ihn nicht mehr gebrauchen könnt. Also wenn ihr das Harz gemischt habt, gleich die Gebinde wieder verschließen, und dann kann da nichts passieren. So, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen zum Mischen. Dann können wir auch gleich zum nächsten Thema kommen, und das ist Thema Farbe, Färben von Epoxidharz. So, zum Thema Epoxidharzfarben habe ich euch hier mal ein kleines Sortiment zusammengestellt. Das ist aber wirklich nur eine ganz kleine Auswahl, weil die Varianten und Möglichkeiten und verschiedenen Farben, die es da gibt, die sind natürlich fast unendlich. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich beim Epoxidharz die Farben in 3 Varianten einteilen lassen. Das wären zum einen mal hier die Trockenpigmente, dann die Farbpasten und die Alkoholikfarben. Ja, der Unterschied besteht jetzt eigentlich darin, bei den Pigmenten, ja, die gibt es in matten Farbtönen, gibt es in Metallic-Farbtönen, gibt es mit Pearl-Effekt, natürlich in allen verschiedenen Farbvarianten, die man sich vorstellen kann. Die kann man auch noch miteinander vermischen, sodass dann neue interessante Farbtöne entstehen. Da müsst ihr einfach ein wenig kreativ sein. Die Flüssigfarben, die sind eigentlich den Pigmenten ziemlich ähnlich von der Farbintensität her, nur dass es eben flüssig ist und auch dem Epoxidharz dann zugegeben wird. So, dann kommen wir noch zu den Alkoholikfarben. Die haben den Unterschied, dass sie in den meisten Varianten transparent sind, also im ausgehärteten Zustand, ja, eben transparent kann man durchschauen, wogegen die anderen Farben eigentlich alle immer, ja, durchfärben, sage ich mal. So, wie gesagt, die Farben, die werden dem fertigen Harz-Härter-Gemisch dann zugegeben. Da braucht er immer nur extrem kleine Mengen, weil die Farbwirkungen wirklich extrem sind. Und da solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr dann nicht so viel zugebt, weil sonst die Aushärtung beeinträchtigt werden kann.
und eben der Geldbeutel dadurch ziemlich belastet wird. Ihr werdet sehen, die Farbwirkung, das sage ich nicht nur so, die ist wirklich extrem und müsst ihr einfach mal ausprobieren. So, mehr gibt es eigentlich zum Thema Farbpigmente und Farben nicht zu sagen. Ja, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema und es ist dann das Gießen von Epoxidharz, was es da zu beachten gibt. Ja, wenn ihr jetzt dann mit dem Gießen beginnt, dann solltet ihr zunächst mal darauf achten, wie bereits erwähnt, dass ihr die maximale Gießhöhe eures Harzes nicht überschreitet. Ich habe jetzt hier in dem Beispiel mal mit einem Harz mit einer maximalen Gießhöhe von 10 mm gearbeitet und demnach wird das Harz dann auch nur 10 mm hoch in die Gießform eingebracht. Bevor ihr dann mit der nächsten Schicht weitermachen könnt, muss das Harz erstmal eine gewisse Zeit aushärten. Die Dauer, die ist auch immer abhängig von der Raumtemperatur und die beträgt bei dem von mir verwendeten Produkt so circa 5 bis 8 Stunden. Ja, ihr könnt es dann auch testen, indem ihr nach der angegebenen Zeit mal mit dem Handschuh kurz in das Harz hereinlangt und wenn das Harz dann Fäden zieht, dann könnt ihr mit dem nächsten Gießgang beginnen. Ja, der nächste Gießgang, der ist dann auch wieder 1 cm stark und das müsst ihr dann eben so lange wiederholen, bis dann euer Körper komplett eingegossen ist. Wenn ihr in mehreren Schichten arbeitet, dann sollte das Harz zwischen den einzelnen Gießgängen noch nicht komplett ausgehärtet sein und wie bereits erwähnt, erst leicht angezogen haben. Ja, das Verfahren nennt man dann Nass in Nass gießen und das hat zum Vorteil, dass das Harz eben eine bessere Verbindung miteinander eingehen kann und dass man Übergänge später nicht sieht. Ja, wenn jetzt euer Harz trotzdem mal komplett ausgehärtet ist, was ja durchaus passieren kann, wenn ihr zum Beispiel zeitlich keine Möglichkeiten habt, jetzt eine zweite Schicht in der angegebenen Zeit zu gießen, dann ist das auch kein Problem. Dann müsst ihr allerdings die Oberfläche leicht anrauen, also mit einem 240er Schleifpapier drüber schleifen, sodass die Fläche wieder griffig ist und dann könnt ihr ganz normal die nächste Schicht gießen. Wenn ihr jetzt Projekte mit höheren Gießhöhen plant, so wie ich hier mit 10 cm, dann würde ich euch raten, dass ihr euch gleich ein entsprechendes Harz besorgt, sodass ihr den Gießvorgang dann in einem Arbeitsgang durchführen könnt. Die Harze sind zwar etwas teurer, aber dadurch spart ihr euch auch einen Haufen Arbeit und vor allem Arbeitszeit. Das eigentliche Problem beim Gießen von Epoxidharzen, insbesondere bei hochviskosen Harzen, ist die Vermeidung von Lufteinschlüssen und Luftblasen und es lässt sich unter anderem dadurch verringern, indem man das Harz aus einer möglichst geringen Höhe langsam in die Form gießt und dadurch nicht noch zusätzliche Luft einbringt. Wenn ihr jetzt Gießformen mit verschiedenen Höhen oder verschiedenen Ebenen habt, dann empfiehlt es sich, dass er mit dem Gießen am niedrigsten Punkt der Gießform beginnt, sodass sich das Harz dann langsam von unten nach oben in der Gießform ausbreiten kann. Dadurch wird die Luft und die Luftblasen dann von unten nach oben an die Oberfläche transportiert und kann sich nicht in den unteren Schichten festsetzen. Bei der Verwendung von Harzen mit hohen Gießhöhen sind Lufteinschlüsse und Luftblasen jetzt weniger ein Thema, da es sich hierbei meistens um sehr niedrige viskose Harze handelt, die eine sehr lange Tropfzeit haben. Ja, die Tropfzeit, also die Verarbeitungszeit, die beträgt hier meistens bis zu 20 Stunden und dadurch hat die eingeschlossene Luft eben sehr lange Zeit, sich selbst an die Oberfläche zu begeben und daher sagt man auch, dass sich diese Harze eigentlich von selbst entlüften. Zur Entfernung der oberflächlichen Luftblasen verwende ich hier immer einen Heißluftföhn. Du kannst auch einen Bunsenbrenner verwenden, dann solltest du aber sicherstellen, dass es sich bei dem verwendeten Epoxidharz nicht um leicht entflammbares Harz handelt, da sonst eine Brandgefahr entstehen kann. Ja, und natürlich darf die Hitzeeinwirkung nur punktuell erfolgen. Du solltest nicht zu lange auf einer Stelle draufhalten, weil sich das Harz sonst zu stark erhitzen kann. Hier mal noch ein kleiner Tipp zur Vermeidung von Luftblasen. Wenn ihr Holz eingießen wollt, ja, da empfiehlt sich, dass ihr das Holz zuvor mal mit einer Schicht Epoxidharz einstreicht, das Ganze dann trocknen lasst. Dadurch werden die feinen Poren im Holz, in welchen noch Luft eingeschlossen ist, geschlossen und so habt ihr dann später weniger Probleme mit Austreten der Luft und Luftblasen. Wenn euer Epoxidharz nach ca. 7 Tagen komplett ausgehärtet ist, geht es mit dem nächsten Arbeitsgang weiter. Das wäre dann das Schleifen und Polieren der Oberfläche und da werde ich euch jetzt mal noch ein kleines bisschen was dazu erzählen. Ja, beim Schleifen gibt es natürlich auch wieder verschiedene Vorgehensweisen, verschiedene Meinungen. Ich sage euch jetzt mal, wie ich immer arbeite und ich arbeite eigentlich in 3 Arbeitsgängen, nämlich dem Grobschliff, dem Feinschliff und dem Polieren mit Polierpaste. Der Grobschliff ist dazu da, um grobe Unebenheiten, tiefe Kratzer zu entfernen und wenn man eben ganze Schichten abtragen will.
Ja, ich verwende für den Grobschliff immer eine Maschine, nämlich den Extenderschleifer und entsprechender Aufsatz, Schleifscheiben mit Körnungen von 240 bis 400. Wenn der Grobschliff fertig ist, werdet ihr sehen, dass sich die Oberfläche so weiß verfärbt und matt wird. Und danach, also wenn die tiefen Kratzer entfernt sind, geht es dann mit dem Feinschliff weiter. Für den Feinschliff verwende ich dann spezielles Nassschleifpapier. Das gibt es in Sets mit verschiedenen Körnungen von 400 bis 5000. Das werde ich euch zusammen mit den anderen Sachen alles mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und die verschiedenen Körnungen, die werden dann einfach komplett durchgeschliffen und danach soll dann die Oberfläche schon ziemlich klar sein. Ja, als kleinen Tipp, wenn ihr mit Feinschleifpapier, also Nassschleifpapier arbeitet, da gehe ich immer so vor, dass ich das Papier circa 10 Minuten, bevor ich mit dem Schleifen beginne, in Wasser einlege, bis sich das Papier dann von selbst rollt. Und das hat dann eben zum Vorteil, dass sich das Papier beim Schleifen nicht so schnell mit dem Staub zusetzt und dann länger verwendet werden kann. Ja, ihr werdet dann sehen, dass sich beim Feinschliff oben auf der Oberfläche so ein weißer Schmierfilm bildet. Das ist der weiße Staub, der abgenommen wird und dann feucht ist. Den müsst ihr zwischen jedem Schleifgang, also wenn ihr ein neues Papier verwendet, immer wieder komplett abwaschen, dass die Oberfläche wieder komplett staubfrei ist, weil er sonst durch den Staub wieder selbst Kratzer auf der Oberfläche produziert. So, ja, zum Feinschliff gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Dann als letzten Arbeitsgang wird dann noch poliert. Dazu verwende ich hier immer eine Polierpaste. Die wird mit einem Mikrofasertuch auf die Oberfläche aufgetragen, eingerieben und dadurch werden dann eben auch noch mikroskopisch kleine Kratzer auf der Oberfläche dann geschlossen. Und dann sollte die Oberfläche komplett poliert sein. Zum Polieren und Schleifen gibt es somit nicht mehr zu sagen. Dann hätten wir das Thema auch abgeschlossen. So Leute, damit wären wir eigentlich am Ende mit dem Thema Epoxidharzverarbeitung, wäre ich soweit durch. Ich hoffe, dass ich meinem Anspruch gerecht werden konnte und euch in der Kürze der Zeit das Thema mal näher bringen konnte und ja, dass ihr euch jetzt zutraut, auch mal mit Epoxidharz zu arbeiten, ohne dass ihr jetzt nochmal groß nachlesen müsst oder euch Gedanken machen müsst. Und wenn das der Fall ist, dann hat das Video seinen Zweck erfüllt. Ja, wie gesagt, für heute wären wir am Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, Verbesserungsvorschläge, Anregungen, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und für diejenigen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, einfach abonnieren, dann seid ihr demnächst wieder dabei. Demnächst kommen wieder coole Projekte. Und ja, für heute Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken. Macht's gut. Ciao.